Marjorie Keiko wurde am 15. Juni 1996 in Lima, Peru geboren und war die einzige Tochter von Rosa Keiko und Carlos Victoria. Rosa und Carlos lernten sich als Teenager kennen und aus dieser Beziehung ging Marjorie hervor. Sie hat keinen Nachnamen ihres Vaters, da dieser, als sie geboren wurde, in den peruanischen Polizeidienst eintreten wollte. Laut Carlos hätte er mit Kindern keine Chance gehabt, in die Polizei aufgenommen zu werden. Daher beschlossen sie sofort zu warten, bis er in den Dienst eingetreten war, um Marjorie seinen Nachnamen zu geben. Im Laufe der Jahre gelang es Carlos jedoch nicht, in den Polizeidienst einzutreten. Außerdem verschoben sie diesen Prozess, sodass das Mädchen nie den Nachnamen ihres Vaters erhielt. Als Marjorie 8 Jahre alt wurde, beschlossen ihre Eltern, sich zu trennen, da ihre Beziehung nicht funktionierte. Rosa nahm ihre Tochter zu sich und zu einigen Tanten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Beziehungen zwischen Carlos und Marjorie abgebrochen. Rosa brachte ihre Tochter nie zu ihm und er versuchte nicht, Rosa zu kontaktieren, um das Mädchen zu sehen. So vergingen die Jahre und Marjorie hatte keinerlei Kontakt zu ihrem Vater. Als das Mädchen 13 Jahre alt wurde, beschloss ihre Mutter Rosa, nach Argentinien zu gehen, um zu sehen, ob sie dort ein neues Leben aufbauen könnte. In diesem Land lief alles gut für sie und nach einem Jahr schlug sie Marjorie vor, zu ihr zu ziehen. Sie willigte ein, aber nach einigen Monaten fühlte sie sich unwohl. Sie hatte das Gefühl, nicht in die Gesellschaft zu passen und vermisste ihre Freunde sowie all die Unterhaltungsmöglichkeiten, die sie in Peru gehabt hatte. Vor ihrer Abreise nach Argentinien nahm Marjorie den Kontakt zu ihrem Vater wieder auf und bat ihre Mutter, nach Peru zurückzukehren, wobei sie ihr sagte, dass sie bei ihrem Vater und seiner Familie leben würde, woraufhin Rosa zustimmte. Das Mädchen kehrte nach Peru zurück und lebte fortan bei Carlos und seiner Mutter. Carlos war wegen seiner Arbeit ständig unterwegs, daher verbrachte Marjorie die meiste Zeit mit ihrer Großmutter väterlicherseits. Auch ihre Tanten mütterlicherseits besuchten sie manchmal. Ihre Mutter schickte ihr jeden Monat am 20. Geldüberweisungen, damit sie einige ihrer Ausgaben decken konnte. Das Leben schien sich sehr gut zu entwickeln. Marjorie ging zum Tanzkurs, lernte gut, hatte Freunde und es schien, als wäre alles in Ordnung in ihrem Umfeld. Am 23. April 2013 verließ Marjorie morgens das Haus ihrer Großmutter. Sie hatte sich mit ihrem Freund, einem 17-jährigen Jungen namens Jorge Luis Calasus, verabredet. Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Jahre alt. Sie wollten die Geldüberweisung abholen, die Rosa ihrer Tochter geschickt hatte, einige Dinge kaufen, die ihre Großmutter brauchte, und dann den Nachmittag zusammen verbringen. Am Abend sollte Marjorie zu ihrer Großmutter zurückkehren, aber bevor sie sich mit ihrem Freund traf, musste sie noch den Arzt Angel Valdivia aufsuchen. Angel Valdivia war ein Arzt, den Marjories Mutter kannte. Rosa sagte, dass sie ihre Tochter seit frühester Kindheit zu ihm gebracht habe, wenn sie eine leichte Grippe oder Allergien hatte, und der Arzt verschrieb dem Mädchen Medikamente. Aber im Laufe der Jahre führte er bei Marjorie auch einige gynäkologische Eingriffe durch, da dies sein Fachgebiet war, sowie einige andere ästhetische Eingriffe, wie zum Beispiel Fettabsaugungen. Wie sich später herausstellte, hatte er bereits mehrere Fettabsaugungen bei Marjorie durchgeführt. Letztendlich bezahlte das Mädchen ihn nie, da sie laut eigenen Angaben eine Vereinbarung mit ihrer Mutter hatte. Es war Rosa, die ihm Geld aus Argentinien schickte, um alle Konsultationen ihrer Tochter zu bezahlen. Am Nachmittag kam Marjorie nicht zu ihrem Treffen mit ihrem Freund und kehrte auch nicht zum Haus ihrer Großmutter zurück. Jorge versuchte, sie auf ihrem Handy anzurufen, aber es war bereits ausgeschaltet. Die Großmutter des Mädchens war zu diesem Zeitpunkt bereits eine sehr alte Frau, und als Marjorie am Abend nicht kam, dachte sie, dass sie vielleicht zu einer ihrer Tanten gegangen sei. Das tat sie oft, obwohl sie ihrer Großmutter immer davon erzählte. In diesem Fall dachte die Frau jedoch, dass ihre Enkelin es vielleicht vergessen hatte. Am nächsten Tag ging Marjories Freund zum Haus ihrer Großmutter, um nach ihr zu suchen, und da wurde beiden klar, dass niemand wusste, wo das Mädchen war. Da ihr Vater an einem anderen Ort in Peru arbeitete, begann Jorge gemeinsam mit Marjories Freunden die Suche. Sie hatte weder Geld noch Kleidung oder Dokumente mitgenommen. Alles befand sich im Haus ihrer Großmutter, sodass der Gedanke, sie könnte von selbst weggegangen sein, schnell verworfen wurde.
Als die Suche ergebnislos blieb, meldete die Familie des Mädchens sie bei der Polizei als vermisst. Da Marjorie minderjährig war, wurde sofort mit den Ermittlungen begonnen. Als der Vater des Mädchens von seiner Geschäftsreise zurückkehrte, begann auch er mit der Suche. Carlos beschuldigte zunächst den Freund seiner Tochter, sagte, dass er möglicherweise etwas damit zu tun habe und äußerte sogar die Vermutung, dass Dr. Ángel Valdivia Mariorí möglicherweise einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen habe und dabei etwas passiert sei, sodass sie den Eingriff nicht überlebt habe. Jorge wies die Anschuldigungen jedoch vollständig zurück. Daraufhin fiel der Verdacht auf den Arzt, da er der Erste war, zu dem Marjorie gehen sollte, nachdem sie das Haus ihrer Großmutter verlassen hatte. Die Polizei befragte ihn und er sagte, dass er das Mädchen seit einem Monat nicht mehr gesehen habe und dass sie an diesem Tag nicht zum Termin erschienen sei. Die Beamten fanden außerdem noch etwas heraus. Marjorie kam üblicherweise am Nachmittag zu ihm. An diesem Tag sollte sie jedoch um 9 Uhr morgens kommen. Angel sagte, dass dies daran gelegen habe, dass er einen Eingriff durchführen wollte, der mehrere Stunden dauern würde. Auch hier gab es viele Unstimmigkeiten, da Marjorys Großmutter erklärte, dass ihre Enkelin wegen einer Harnwegsinfektion zum Arzt gegangen sei, während der Arzt angab, dass sie an diesem Tag zu einer Fettabsaugung kommen sollte. Schließlich vergingen mehrere Tage, ohne dass man etwas von der 16-jährigen Marjorie hörte. Es ist klar, dass die Sorge ihrer Freunde, ihrer Familie und ihres Freundes mit jedem weiteren Tag wuchs. Die Polizei setzte ihre Ermittlungen fort und erhielt dadurch Zugang zu einer Überwachungskamera. Diese Kamera war auf die Klinik von Dr. Valdivia gerichtet, jedoch nicht frontal, sondern seitlich, sodass im Prinzip alles, was dort geschah, zumindest von außen zu erkennen war. Die Beamten wandten sich an den Mann, dem diese Kamera gehörte. Er war ein Nachbar des Arztes und hatte sämtliche Aufzeichnungen gespeichert. Anschließend begannen die Ermittler, sich die Aufnahmen des Tages anzusehen, an dem Marjorie angeblich nicht zu dem Termin erschienen war. Zu ihrer Überraschung war das Mädchen jedoch dort gewesen. Dr. Ángel Valdivia hatte gelogen. Marjorie kam an diesem Tag gegen 8:40 Uhr morgens. Als sie eintraf, war der Arzt noch nicht in seiner Praxis und sie wartete einige Minuten auf der Straße auf ihn. Ángel Valdivia kam gegen 9 Uhr morgens, öffnete die Klinik und beide gingen hinein. Eine halbe Stunde später ist zu sehen, wie die Krankenschwester von Dr. Valdivia das Arztzimmer betritt und etwa 20 Minuten später wieder herauskommt. Sie kam mit mehreren Gegenständen heraus, einer Matratze, Bettteilen und weiteren Sachen und lud alles in ihr Auto. Wie sich später herausstellte, hatte die Krankenschwester an diesem Tag gekündigt und ihre persönlichen Sachen aus der Klinik abgeholt. Danach vergingen mehrere Stunden, bis Dr. Valdivia um 15 Uhr die Klinik verließ. Niemand hatte Marjorie beim Verlassen der Praxis gesehen. Später kehrte er zurück und gegen 19 Uhr kam ein Mann. Es war der Maurer, den er beauftragt hatte. Er betrat die Klinik, woraufhin beide kurz darauf mit einer großen Tasche wieder herauskamen. Die Männer legten diese Tasche in das Auto von Dr. Ángel Valdivia und fuhren anschließend davon. Das ist der vollständige Ablauf, der auf den Videoaufnahmen zu sehen war. Später existiert noch eine Aufzeichnung aus der Nacht, auf der zu erkennen ist, dass der Arzt erneut zurückkehrt, jedoch ist nirgendwo zu sehen, dass Marjorie die Klinik verlassen hätte. Aus diesem Grund richtete sich der Verdacht der Polizei zunehmend gegen den Arzt, und es wurde schließlich sogar ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Zusätzlich lagen den Ermittlern die Aussagen von Jorge vor. Er erklärte, dass das Mädchen regelmäßig zum Arzt gegangen sei, da dieser ihr verschiedene Behandlungen verschrieben habe. Marjorys Freund berichtete jedoch, dass ihr nach den Terminen fast immer schwindelig gewesen sei, wenn sie die Praxis verließ. Sie wirkte dann nicht ganz bei sich, als hätte man ihr illegale Substanzen verabreicht, und fühlte sich anschließend mehrere Stunden lang nicht wohl. Jorge fügte hinzu, dass der Arzt ihm erklärt habe, dies sei ein normaler Bestandteil der verordneten Behandlung. Oft, wenn Marjorys Freund sie nicht begleiten konnte, brachte der Arzt das Mädchen selbst nach Hause, und auch ihre Familienangehörigen stellten fest, dass ihr schwindelig war und sie sich unwohl fühlte. Doch wie bereits geschildert, erklärte der Arzt ihnen stets, dass dies Teil der Behandlung sei.
Sie ahnten nie etwas Ungewöhnliches, aber als sie die Aufzeichnungen der Kameras sahen, begannen sie zu vermuten, dass der Arzt Marjorie möglicherweise mit illegalen Substanzen beeinflusst hatte, um sich an ihr zu vergehen. Als all dies bekannt wurde, gaben mehrere Frauen eine Erklärung ab, dass Dr. Angel Valdivia sie mit illegalen Substanzen beeinflusst, vergewaltigt und einigen von ihnen sogar ohne ihre Zustimmung mehrere Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen habe. Außerdem hatte er zu diesem Zeitpunkt keine Zulassung für die Ausübung seiner Tätigkeit als Arzt, weshalb die Klinik sofort geschlossen wurde. Aufgrund der Geschehnisse wurde auch ein Durchsuchungsbefehl erwirkt. Die Polizei setzte speziell ausgebildete Hunde ein und brachte kriminaltechnische Geräte mit, um verschiedene Tests durchzuführen, darunter auch einen Luminol-Test. Die Hunde fanden jedoch nichts. Irgendwann kam die Polizei zu dem Schluss, dass sich die Leiche von Marjorie in der Klinik befand, doch das stellte sich als falsch heraus. Was zahlreiche Hinweise lieferte, war der Luminol-Test. Überall in der Klinik war Blut, nicht nur im Wartezimmer, sondern auch im Arztzimmer, auf dem Untersuchungstisch, den er für die Untersuchung aller Patientinnen und Patienten benutzte. Er erklärte, dass diese Blutflecken das Ergebnis verschiedener Eingriffe seien, die er durchgeführt habe. Manchmal habe er Operationen vorgenommen und Menschen genäht, deshalb sei überall Blut gewesen. Doch die Polizei glaubte ihm nicht und brachte ihn zum Verhör. Nach mehr als 6 Stunden Verhör gestand Angel Valdivia schließlich, dass er Marjorie tatsächlich getötet habe, sagte jedoch, dass dies das Ergebnis einer falschen Behandlung gewesen sei. Angeblich sei das Mädchen an diesem Tag zu einer Fettabsaugung gekommen. Er habe jedoch nicht die richtige Dosis Anästhetikum verabreicht, sondern eine zu hohe, woraufhin sie gestorben sei. Seinen Angaben zufolge sei er sehr nervös geworden, als er bemerkt habe, dass Marjorie nicht mehr reagierte. Zu diesem Zeitpunkt sei seine Krankenschwester bereits nicht mehr vor Ort gewesen, da sie an diesem Tag nur gekommen sei, um ihre persönlichen Sachen abzuholen. Dann ging Angel auf die Straße, suchte nach jemandem und traf einen Maurer, der sich als Pedro Mendoza vorstellte. Er bot ihm 5000 Soles, etwa $1000 oder etwas weniger, dafür an, dass er ihm helfen solle, Marjories Leiche zu beseitigen. Anschließend gab Angel ihm den Schlüssel zur Klinik und kehrte in sein Büro zurück, während der Maurer nach Feierabend zum Ort des Geschehens ging. Er betrat die Klinik und gemeinsam trugen sie Marjories Leiche hinaus und legten sie in das Auto von Angel Valdivia. Der Körper des Mädchens befand sich in genau demselben Sack, den die beiden zuvor aus der Klinik getragen hatten. Nach Angaben des Mannes fuhren sie anschließend zu seinem Haus, wo der Maurer begann, ein provisorisches Grab auszuheben. Dort legten sie die Leiche von Marjorie ab und der Maurer entschied, sie mit Kalk zu bedecken. Dies geschah, um die Identifizierung des Mädchens zu erschweren und den Verwesungsprozess zu verändern, damit es nicht so stark roch und niemand bemerkte, dass dort eine Leiche lag. Danach schlossen sie das Grab. Angel bezahlte Pedro das versprochene Geld. Sie gingen getrennte Wege und sprachen nie wieder miteinander. Die Ermittler glaubten der Darstellung des Arztes jedoch nicht. Sie hielten es für unwahrscheinlich, dass Marjorie infolge einer angeblich fehlgeschlagenen Operation ums Leben gekommen war und vermuteten, dass hinter all dem etwas Unheimlicheres steckte. Daraufhin begaben sich die Beamten zu der Adresse, die ihnen der Mann genannt hatte. Sie gruben 20 Löcher in den Boden, um Marjories Leiche zu finden. Sie lag in einem sehr tiefen Grab und zwischen der Erde und dem Körper des Mädchens befand sich viel zusätzliches Material. Außerdem lagen etwa 20 Kilogramm Kalk auf Marjories Leiche. Infolgedessen war der Körper nahezu mumifiziert und das Gesicht sowie die Hände des Mädchens wiesen Verbrennungen auf. Dadurch gestaltete sich die medizinische Untersuchung der Leiche als äußerst schwierig und die genaue Todesursache von Marjorie konnte nicht eindeutig festgestellt werden. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass Marjorie Gewalt ausgesetzt gewesen war. Angesichts der wenigen Hinweise und Erkenntnisse, die im Rahmen der forensischen Untersuchung gewonnen werden konnten, stellte die Polizei eine Hypothese auf. Über mehrere Monate hinweg habe Dr. Angel Valdivia Marjorie regelmäßig mit illegalen Substanzen beeinflusst und sie missbraucht. Dieser Tag sei keine Ausnahme gewesen, doch der Mann habe die Dosis der Substanzen falsch berechnet und irgendwann während der Vergewaltigung sei Marjorie zu sich gekommen und habe begriffen, was vor sich ging. Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch, infolgedessen sie aufhörte zu atmen
Und Angel leistete ihr keine Hilfe, da er wusste, dass sie alles begriffen hatte und es in seinem Interesse lag, dass das Mädchen nicht am Leben blieb. Schließlich ging er hinaus, um jemanden um Hilfe zu rufen. Ein Maurer kam, sie trugen die Leiche hinaus und begruben sie, wie er es bereits geschildert hatte. Dies war die Hypothese der Anklage, an der sie während des gesamten Prozesses festhielt. Angel Valdivia beharrte jedoch darauf, dass dies nicht der Fall gewesen sei und dass alles zufällig passiert sei. Er erklärte, er habe Marjorie nie missbraucht und nicht versucht, dass sie aus dem Leben scheide. Angesichts seiner Biografie schenkte man dieser Darstellung jedoch keinen Glauben, da immer mehr Frauen angaben, von diesem Mann missbraucht worden zu sein. Zudem wurde bekannt, dass der Arzt für die angeblichen Eingriffe, die er an Marjorie vorgenommen haben soll, von ihrer Mutter jeweils 500 bis 1000 Dollar verlangt hatte. Die Mutter des Mädchens wiederum wies einige dieser Aussagen zurück, unter anderem die Behauptung, Marjorie habe im Alter von 13 Jahren in der Klinik dieses Arztes einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen und erklärte, dies sei eine absolute Lüge. Sie sagte außerdem, dass sie dem Arzt bis zu dem Tag, an dem all dies geschehen sei, vertraut habe, da sie ihn seit mehreren Jahren gekannt habe und er stets als zuverlässiger Mensch gegolten habe. Aus diesem Grund habe sie ihrer Tochter erlaubt, mit ihm allein zu bleiben und Carlos sogar gesagt, er solle sie allein lassen, weil er ein guter Mensch sei. In diesem Moment habe Rosa jedoch erkannt, dass dies nicht der Fall gewesen sei und gefordert, dass er mit der vollen Strenge des Gesetzes bestraft werde. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Mann eine Freiheitsstrafe von 35 Jahren. Außerdem wurde der Maurer verhaftet. Die Krankenschwester war nicht in das Verfahren verwickelt, da es keine Beweise dafür gab, dass sie von den Vorgängen in der Arztpraxis wusste. Es wurde nachgewiesen, dass sie an diesem Tag gekündigt hatte. Zudem gehörten alle Gegenstände, die sie aus der Klinik mitgenommen hatte, ihr selbst. Somit hatte sie nichts mit der Tat zu tun, ihre Identität blieb unbekannt. Im Jahr 2016 wurde schließlich ein Schuldspruch gefällt. Am 17. Februar desselben Jahres endete der Prozess und beide wurden des einfachen Mordes schuldig gesprochen. Angel Valdivia wurde zu 15 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 100.000 Soles verurteilt. Pedro Mendoza zu 4 Jahren Haft, weil er dem Arzt bei der Beseitigung der Leiche von Marjorie geholfen hatte. Dr. Angel Valdivia führte über viele Jahre hinweg in seiner Praxis illegale Eingriffe durch und missbrauchte zahlreiche Frauen. Möglicherweise hätte er all dies auch weiterhin getan, wenn er Marjorie nicht getötet hätte. Wäre er nicht verhaftet worden, weiß niemand, wie oft er das Mädchen noch missbraucht hätte und wie viele Frauen insgesamt betroffen gewesen wären. Angel sitzt ausschließlich wegen des Falls Marjorie im Gefängnis, da andere Beschwerden aufgrund des langen Zeitablaufs nicht mehr vor Gericht verhandelt wurden. So blieben viele Frauen zurück, die weiterhin Gerechtigkeit für die begangenen Verbrechen forderten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Das Jahr 2005 brachte den Einwohnern Mexikos schockierende Ereignisse. Im Oktober und Dezember wurden in öffentlichen Bereichen schwarze Koffer gefunden. Nur 3 Monate nach diesen Ereignissen, am 23. Januar 2006, erschien in den Medien ein Mann, der vermutlich dafür verantwortlich war. Sein Name ist Raúl Marroquín, 25 Jahre alt. Er war ein dünner Mann mit einem durchdringenden und schweren Blick. In den Medien sagte er, dass er seine Taten nicht bereue. Im Gegenteil, er behauptete, dass er der Gesellschaft einen Dienst erwiesen habe und erzählte mit erschreckender Nüchternheit von den Details seiner Arbeitsmethoden. Raúl Ociel Marroquín. Reyes wurde am 1. September 1980 in Tampico, Tamaulipas, geboren. Sein Vater war streng und autoritär und behandelte seinen Sohn ständig schlecht. Er hegte eine tiefe Abneigung gegenüber homosexuellen Menschen und gab diese Haltung an seinen Sohn weiter. Der Junge wuchs in dem Glauben auf, dass solche Menschen der Gesellschaft schaden würden. Nach seinem Universitätsabschluss ging er zur Armee, wo er 1 Jahr lang als Militärarzt im regionalen Militärkrankenhaus von Tamaulipas tätig war. Anschließend erhielt er den Rang eines Oberfeldwebels im Gesundheitswesen. Nach 4,5 Jahren verließ er die Armee, hatte sich jedoch bereits deutlich verändert.
Er entwickelte eine ausgeprägte Grausamkeit und litt unter starken Wutanfällen. Nach seiner Zeit bei der Armee suchte er an verschiedenen Orten nach Arbeit, doch da er als Deserteur galt, hatte er erhebliche Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche. Da er keinen Erfolg hatte, beschloss der Mann, sich mit Raubüberfällen zu beschäftigen und dabei auch Gewalt anzuwenden. Im Jahr 2004 wurde er gefasst und verbrachte 1 Jahr und 3 Monate im Gefängnis. Nach seiner Freilassung beschloss er, Tampico zu verlassen und zog nach Mexiko-Stadt. Dort lebte er in einer Wohnung in der Straße Andreas Molino Enriquez, Hausnummer 4223. In Mexiko-Stadt begann der Mann häufig die Rosa-Zone zu besuchen, ein Viertel mit Nachtlokalen, in denen es Bars, Clubs, Cafés, Restaurants und vieles mehr gab. Dieses Viertel war bei homosexuellen Männern beliebt, die Raúl oft einluden, mit ihnen zu feiern. Eines Tages kam ihm ein verstörender Plan in den Sinn. Aufgrund seiner unterdrückten Wut entwickelte er die Idee, ein noch grausameres Verbrechen zu begehen. Doch der Mann handelte nicht allein. Er wurde von einem Freund namens Juan Enrique Madrid Manuel unterstützt. Gemeinsam beschlossen sie, Menschen zu entführen. In der Nacht des 21. Oktober 2005 befanden sich beide Männer in einem Nachtclub. Sie beschlossen, sich zu trennen. Dabei lernte Enrique einen Mann namens Juan Carlos Alfaro Alba kennen. Er ging auf ihn zu und fragte ihn, ob er allein sei. Sie kamen ins Gespräch. Enrique fragte ihn, wo er arbeite, woher er komme und wie alt er sei. Juan sagte, er komme aus Michoacán und sei erst vor 15 Tagen nach Mexiko gekommen. Enrique erklärte, er müsse kurz weg und ging zu Raúl. Sie unterhielten sich und Raúl schlug vor, sich im Hotel Amazonas zu treffen, wohin das spätere Opfer gebracht werden sollte. Um 2 Uhr morgens verließen sie den Club. Enrique lud Juan in sein Hotel ein und dieser willigte ein. Sie gingen in Zimmer 619. Dort ging Enrique auf die Toilette und als er zurückkam, küsste er Juan und steckte ihm unauffällig eine Tablette in den Mund. Zunächst hielt Juan sie für ein Pfefferminzbonbon und schluckte sie. Nach einigen Minuten verlor er das Bewusstsein und wachte mit einem Strick um den Hals auf. Enrique erklärte ihm, dass sie sich im 6. Stock befänden und drohte, ihn aus dem Fenster zu stoßen. Anschließend zwangen sie ihn, die Daten seiner Angehörigen preiszugeben, um Lösegeld zu fordern. Danach wickelten sie Juan in eine Decke und fesselten ihn mit Plastikbändern. So verbrachte er eine lange Zeit, eine ganze Woche. Eines Tages bemerkte er, dass er allein im Zimmer war, versuchte aufzustehen und schaffte es. Er ging zur Tür und rief um Hilfe. Als das Hotelpersonal ihn entdeckte, half es ihm, sich von den Fesseln zu befreien. Juan kontaktierte seine Familie und schilderte, was geschehen war. Er bat seinen Bruder, ihm Kleidung zu bringen, da er ohne Geld und persönliche Gegenstände im Hotel zurückgelassen worden war. Als der junge Mann nach Hause kam, hörte man sich die Aufzeichnungen an, die Raúl und sein Komplize hinterlassen hatten. Darin forderten sie von der Familie des Opfers 3000 Pesos für die Freilassung von Juan Carlos. Sie sprachen mit seiner Mutter, die erklärte, dass die Familie sich in finanziellen Schwierigkeiten befinde und nicht über eine solche Summe verfüge. Nach diesem gescheiterten Versuch kamen die Täter zu dem Schluss, dass es zu riskant sei, die Opfer in ein Hotel zu bringen, da ihre Identität dort leicht festgestellt werden könne. Sie entschieden sich daher, künftig eine Wohnung als Tatort zu nutzen. Sie planten ihre Vorgehensweise sorgfältig, um nicht erneut zu scheitern. Raúl sollte entsprechende Clubs besuchen, um Opfer anzulocken und sie nach Hause zu bringen, wo Enrique auf sie warten würde. Außerdem kauften sie einen Haken aus Schmiedeeisen, den sie oben an der Wand im Wohnzimmer anbrachten. Dieser sollte später Teil ihres Plans werden. 6 Tage später, am 27. Oktober, war alles bereit. An einem Donnerstagabend kam Raúl in den Club. Nachdem er die Gäste eine Weile beobachtet hatte, ging er auf einen 21-jährigen jungen Mann namens Jonathan Rashu Odala zu. Er wurde aufgrund seiner körperlichen Verfassung als geeignetes Opfer ausgewählt. Der junge Mann wollte sich mit einem Freund treffen, um gemeinsam in den Club zu gehen, doch der Freund verspätete sich und Jonathan entschloss sich, allein zu gehen. Nach etwa einer Stunde Gespräch lud Raúl Jonathan zu sich nach Hause ein. Jonathan willigte ein und sie gingen gemeinsam. Zuvor traf Jonathan noch seinen Freund, der ihn bat, nicht mitzugehen, doch er hörte nicht auf ihn und entschied sich dennoch,
Raúl zu begleiten. Als sie in der Wohnung ankamen, fixierte Raúl den jungen Mann unmittelbar. In diesem Moment kam Enrique aus dem Zimmer und ergriff ihn an Händen und Füßen. Er sagte, dass alles in Ordnung sei und forderte ihn auf, sich zu beruhigen. Anschließend brachten sie ihn in ein anderes Zimmer und banden ihn mit Seilen an das Bett. Sie begannen, ihn nach seinem Vermögen und der finanziellen Situation seiner Familie zu befragen und verlangten persönliche Daten. Die Männer beschlossen, ein Lösegeld von 50.000 Pesos zu fordern. Noch in derselben Nacht kontaktierten sie die Eltern des Opfers und forderten sie auf, 4.000 Pesos auf das Konto ihres Sohnes zu überweisen, da angeblich keine Abhebungen mehr möglich seien. Sie sagten dem Vater, er solle niemandem etwas erzählen und sich nicht an die Polizei wenden. In den folgenden 11 Tagen zwang Raúl die Eltern, täglich 4.000 Pesos zu überweisen. Jonathan durfte während dieser Zeit mit seinem Vater telefonieren. Am 11. November, nach 15 Tagen der Gefangenschaft, wurde der junge Mann aus dem Zimmer geführt, unter dem Vorwand, man werde ihn freilassen. Ihm wurden die Augen mit Klebeband bedeckt, angeblich damit er nicht erkennen könne, wohin man ihn bringe. Anschließend wurde er mit einer Schlinge fixiert und an dem Haken befestigt. Nach etwa 7 Minuten zeigte er keine Lebenszeichen mehr. In der Nacht wurde er in eine Plastiktüte gehüllt, in eine kindliche Körperhaltung gebracht und in einen zuvor gekauften Koffer gelegt. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr überlegten die Täter, wie sie den Körper aus der Wohnung bringen könnten, ohne Verdacht zu erregen. Sie verließen die Wohnung mit dem Koffer, wobei einer der Männer einen Rucksack über der Schulter trug, um den Eindruck zu erwecken, sie seien auf Reisen. Raúl und Enrique riefen ein Taxi und fuhren 15 Straßen weit, wechselten dann das Fahrzeug, um mögliche Verfolger abzuschütteln. Sie fuhren bis zur U-Bahn-Station Chavocana, öffneten den Koffer auf einer Straßenbrücke, legten den Körper dort ab und flohen anschließend mit dem leeren Koffer. Etwa eine Stunde später wurde der Körper entdeckt, doch es gab zunächst keine verwertbaren Hinweise. Um einer Festnahme zu entgehen, begannen die Komplizen, sich intensiv mit Berichten über andere Verbrechen zu beschäftigen, die von extremistischen Gruppen begangen worden waren. Sie versuchten daraus zu lernen, wie Spuren verwischt und Ermittler in die Irre geführt werden könnten. Am Mittwoch, dem 30. November 2005, kam Raúl erneut in denselben Club in der Rosa-Zone. Er ging auf die Toilette, wo er einen Mann traf, der ihm die Visitenkarte eines Fernsehsenders überreichte. Es handelte sich um Ricardo Hernández López, 31 Jahre alt. Er war gemeinsam mit einem Freund im Club. Sie unterhielten sich eine Weile, dann schlug Raúl vor, zu ihm nach Hause zu gehen. Sie verließen den Club und nahmen ein Taxi. In der Wohnung wartete bereits Enrique auf sie. Raúl ging ähnlich vor wie zuvor und brachte Ricardo unter Kontrolle. Anschließend kam Enrique hinzu und band ihm Hände und Füße. Sie forderten Ricardo auf, ruhig zu bleiben und verlangten seine persönlichen Daten. Danach kontaktierten sie die Angehörigen des Opfers und forderten 8.000 Pesos. Am nächsten Tag verlangten sie, 4.000 Pesos auf die Karte des ersten Opfers zu überweisen. Anschließend forderten die Täter Ricardo auf, seine Angehörigen von seinem eigenen Telefon aus anzurufen und ihnen mitzuteilen, sie sollten alle Anweisungen befolgen. Außerdem sollte er sagen, dass es ihm gut gehe. Während dieses Anrufs forderten sie von der Familie erneut 4.000 Pesos und erklärten, dies sei lediglich ein kleiner Teil der geforderten Gesamtsumme. Wenn sie Ricardo wiedersehen wollten, müssten sie 120.000 Pesos zahlen. Ricardo bat sie, das Haus seiner Familie als Sicherheit einzusetzen, falls sie den gesamten Betrag nicht auf einmal aufbringen könnten. Trotz der Drohungen entschloss sich die Familie, sich an die Polizei zu wenden. Kurz darauf kamen Polizisten zu ihnen nach Hause, um zu erklären, wie sie sich in dieser Situation verhalten sollten. Von Samstag, dem 3. Dezember, bis Donnerstag, dem 8. Dezember, erhielten die Angehörigen des Opfers mehr als 20 Anrufe. 2 Tage zuvor hatte Raúl eine Bank aufgesucht, um eine Karte auf den Namen seines Opfers Ricardo López zu beantragen. Erstaunlicherweise gelang es ihm, 3 Konten auf diesen Namen zu eröffnen, ohne Verdacht zu erregen. Danach riefen Raúl und Enrique die Familie des Opfers erneut an. Sie fragten, wie viel Geld sie zusammenbekommen hätten. Der Vater des Opfers antwortete, dass sie nur 28.000 Pesos aufbringen konnten.
Daraufhin übermittelte Raúl ihm die Daten der 3 neu eröffneten Konten, auf die das Geld überwiesen werden sollte. Die Täter versprachen, das Opfer noch am selben Tag freizulassen, nachdem sie das Geld abgehoben hätten. Am Freitag, dem 9. Dezember, befolgte Ricardos Familie die Anweisungen in der Hoffnung auf seine Freilassung. Nachdem sie das Geld überwiesen hatten, informierten sie Raúl darüber. Die Familie wartete bis zum Mittag. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter jedoch bereits entschieden, ihr Versprechen nicht einzulösen. Sie gingen mit Ricardo nach demselben Muster vor wie zuvor. Ihm wurden die Augen bedeckt, eine Schlinge angelegt und er wurde fixiert. Dieses Mal fügte Raúl eine zusätzliche Inszenierung hinzu, indem er mit einem Messer ein Pentagramm in die Stirn des Opfers ritzte, um den Eindruck eines rituellen Verbrechens zu erwecken. Sie banden Beine, Arme und Kopf mit weißem Kunststoffgarn, sodass der Körper eine fötusähnliche Haltung einnahm. Anschließend wurde der Körper in schwarze Plastiktüten gehüllt und in einen gleichfarbigen Koffer gelegt. Die weiteren Schritte glichen den vorherigen Taten. Sie nahmen ein Taxi zur U-Bahn-Station Chavocana und fuhren anschließend mit einem anderen Fahrzeug zum Miramontes-Prospekt, wo sie den Koffer zurückließen. Am selben Freitag um 20:57 Minuten entdeckte eine Frau den Koffer. Da er sehr schwer war, verständigte sie die Polizei. Der Körper von Ricardo wurde kurz darauf gefunden. In den folgenden Tagen wurden die Bewegungen auf den Bankkonten überprüft, doch dies führte zu keinem Ergebnis. Am 23. Dezember las der Vater des Opfers in der Zeitung einen Bericht über einen Kofferfund. Nach einer gerichtsmedizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um seinen Sohn handelte. Am 13. Dezember 2005 wurde ein weiteres Opfer entführt. Es handelte sich um Yosseri Kaduga Lindo Baldes. Raúl nahm Kontakt zu dessen Mutter auf. Sie flehte ihn an, ihrem Sohn nichts anzutun, da sie kein Geld für ein Lösegeld habe. Aus bislang ungeklärten Gründen ließ Raúl das Opfer schließlich frei, nachdem er ihm deutlich gemacht hatte, dass Schweigen erwartet werde. Am Freitag, dem 16. Dezember, kehrte Raúl erneut in denselben Club zurück, um nach neuen Opfern zu suchen. Da er inzwischen Erfahrung darin hatte, Männer gezielt anzusprechen und ihr Vertrauen zu gewinnen, entschied er sich diesmal 2 Personen gleichzeitig auszuwählen. Zunächst sprach er mit einem Mann namens Armando Rivas Pérez, der in Begleitung von Freunden war. Das Treffen war kurz, reichte jedoch aus, um seine Telefonnummer zu erhalten und ein weiteres Treffen zum Mittagessen zu vereinbaren. Anschließend wandte sich Raúl einem Mann namens Victor Angulterras zu, mit dem er länger sprach und dessen Vertrauen er gewann. Raúl gab vor, romantisches Interesse zu haben und lud ihn in seine Wohnung ein, um die Nacht dort zu verbringen. Enrique wartete bereits. Als Victor die Wohnung betrat, brachten ihn die beiden unter Kontrolle, banden Hände und Füße und schränkten seine Bewegungsfreiheit ein. Anschließend verlangten sie die Kontaktdaten seiner Familie. Sie riefen seine Angehörigen an und forderten 15.000 Pesos für seine Freilassung. Am nächsten Tag überwies Victors Familie das Geld und erstattete Anzeige bei der Polizei. Einen Tag später, am 17. Dezember, gegen 15 Uhr, traf sich Raúl mit Armando Rivas an der U-Bahn-Station La Vigo. Sie gingen gemeinsam essen. Danach lud Raúl ihn in seine Wohnung ein. Dort gingen Raúl und Enrique nach dem bekannten Muster vor und brachten ihn in ein Zimmer. In diesem Raum befand sich bereits Victor Ángel, der seit 18 Stunden festgehalten worden war. Die Verbrecher riefen Armandos Eltern an. Zunächst hielten diese den Anruf für einen schlechten Scherz und verlangten, mit ihrem Sohn zu sprechen. Nach einigen Minuten meldeten sich die Täter erneut und diesmal bestätigte Armando selbst, dass er gegen seinen Willen festgehalten wurde. Anschließend wurde er in das Zimmer zurückgebracht, in dem sich Victor befand. Ihm wurden Hände und Füße fixiert. Zudem wurde sein Mund verschlossen, um jede Gegenwehr zu verhindern. Am Montag, dem 19. Dezember, gegen 14:30 Uhr, kontaktierte Raúl die Familie des Opfers und gab genaue Anweisungen zur Überweisung von 15.000 Pesos. Er versprach, dass ihr Sohn danach noch am selben Tag freigelassen werde. Roberto Rivas González, Armandos Vater, ging zur Bank, um den geforderten Betrag auf 2 Konten zu überweisen, erhielt jedoch keinerlei Rückmeldung. Am 20. Dezember nahmen die Täter Kontakt mit den Eltern von Victor auf und erklärten, ihr Sohn werde freikommen,
wenn weitere 15.000 Pesos gezahlt würden. Am folgenden Tag erfüllte Victors Vater alle Forderungen, wartete jedoch vergeblich auf einen Anruf. Am Donnerstag, dem 22. Dezember, trafen Raúl und Enrique schließlich die Entscheidung, die Gefangenen nicht am Leben zu lassen. Zuerst traf es Armando Rivas, anschließend Victor Ángel. Die Täter gingen dabei nach demselben Vorgehen wie zuvor vor und brachten die leblosen Körper in Koffern unter. Sie wollten ihrem üblichen Plan folgen und die Koffer mit 2 verschiedenen Taxis abtransportieren, doch aufgrund des Gewichts schafften sie es nur, diese etwa 100 Meter vom Haus entfernt zu einem Blumenbeet zu ziehen, bevor sie in die Wohnung zurückkehrten. Nach einiger Zeit wurden die Koffer entdeckt. Gegen 20 Uhr meldete die Concierge des Wohnhauses den Fund bei der Polizei. Die Polizisten sperrten den Bereich ab und begannen mit der Spurensicherung. Sie folgten den Abdrücken, die die Rollen der Koffer auf dem Gehweg hinterlassen hatten. Diese führten zu dem Gebäude mit der Hausnummer 42 bis 23. Zunächst betraten die Beamten das Haus nicht, sondern beschränkten sich darauf, Nachbarn zu befragen. Einige Tage später wurde ein Durchsuchungsbefehl erlassen. Die Polizisten verfolgten die Spuren weiter und gelangten zur Wohnung Nummer 2. Da niemand öffnete, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Im Inneren fanden sich deutliche Hinweise darauf, dass sich die Opfer dort aufgehalten hatten. Es wurden Unterlagen entdeckt, die Juan Enrique Madrid Manuel aus Tampico zugeordnet werden konnten, darunter auch ein Dokument über seine Entlassung aus dem Untersuchungsgefängnis von Tampico. Weitere Schriftstücke belegten, dass er der mexikanischen Armee angehört und offenbar den Rang eines Sergeanten erreicht hatte. Zudem fanden die Ermittler Handschuhe, wie sie im handwerklichen Bereich verwendet werden, sowie Dokumente der Opfer Ricardo López und Jonathan Ras Ayala. Ebenfalls wurden Bankkarten sichergestellt, die Raúl auf deren Namen erhalten hatte. Darüber hinaus entdeckte man 3 Fotos, darunter eines von Raúl mit seiner ehemaligen Partnerin, sowie ein Namensschild von Rike, das darauf hindeutete, dass dieser als Rettungssanitäter tätig war. Schließlich wurde auch ein Messer gefunden, das bei der Inszenierung der Taten eine Rolle gespielt hatte. Die Hauptverdächtigen selbst waren jedoch verschwunden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass Juan Enrique bereits am 22. Oktober ein Busticket nach Tamaulipas gekauft hatte und danach nicht mehr in der Stadt gesehen worden war. Am 28. Dezember ordneten die Behörden eine Überwachung von Raúl Marroquín und seiner Wohnung an, jedoch ohne Erfolg. Fest stand lediglich, dass er den Bundesstaat nicht verlassen hatte. Am 23. Januar 2006, gegen 19 Uhr, bemerkten Polizisten eine verdächtige Person, die versuchte, sich vor ihnen zu verbergen. Die Beamten stiegen aus und sprachen ihn an. Er erklärte, früher gemeinsam mit Juan Enrique in Wohnung Nummer 2 gelebt zu haben. Auf die Frage nach seinem Namen antwortete er heiße Raúl Ociel Marroquín Reyes. Daraufhin wurde er gebeten, die Beamten zu begleiten, womit er ohne Widerstand einverstanden war. Auf dem Weg erklärte er, dass er wisse, warum er festgenommen werde, und gab an, auf neue Opfer gewartet zu haben, da er ohne seinen Komplizen nicht habe handeln wollen. Raúl berichtete weiter, dass er bereits 3 weitere Männer ins Auge gefasst habe, Ivan, Mario und Uma. In den Medien wurde er später als Sadist und Regenbogenmörder bezeichnet. Er selbst erklärte wiederholt, dass er keine Reue empfinde und glaubte, der Gesellschaft einen Dienst erwiesen zu haben, da eines seiner Opfer mit einer schweren Erkrankung lebte. Während seiner Aussagen vor Gericht wirkte er kalt und ungerührt. Sein Blick galt als einschüchternd. Für das erste nachgewiesene Verbrechen wurde Raúl Ociel Marroquín Reyes zu 60 Jahren Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Am 6. Februar 2010 folgte ein weiteres Urteil über 280 Jahre Haft, nachdem die übrigen Taten juristisch aufgearbeitet worden waren. Er wurde in das Gefängnis Santa Marta verlegt. Juan Enrique Madrid Manuel, Raúls Komplize, gilt weiterhin als flüchtig. Obwohl vereinzelt behauptet wurde, er sei im Jahr 2013 festgenommen worden, existieren bis heute keine bestätigten Informationen über eine solche Festnahme. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.
Nicole Fernanda Pogere war 15 Jahre alt. Sie war ein Mädchen, Schülerin aus Mococa, São Paulo, Brasilien. Schule, Familie, erste Gefühle. Alles stand noch am Anfang. Doch hinter den Briefen, romantischen Versprechungen und dem Besuch bei ihrer Großmutter verbarg sich ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan. Sie kam in den Ferien nach Hortolândia, in der Hoffnung, dort ihren Geliebten zu treffen. Einige Tage später wurde sie in einem Gewässer gefunden. Ihr Körper war verstümmelt, zerstückelt, mit Lumpen und Steinen bedeckt und auf ihrem Rücken befand sich eine seltsame Inschrift. Dies ist nicht nur eine Geschichte über Eifersucht, sondern auch über kalte Berechnung, Neid, Manipulation und absolute Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leben. Eine Geschichte über Minderjährige, die zu Dingen fähig sind, vor denen selbst Erwachsene zurückschrecken, und über ein Gesetz, das selbst bei Kenntnis der ganzen Wahrheit nicht mehr als 3 Jahre dafür vorsieht. Trotz ihres jungen Alters bewunderten die Menschen in ihrer Umgebung Nicole bereits für ihre Freundlichkeit, ihre gute Erziehung und ihr inneres Leuchten. Sie lernte gern, liebte das Zeichnen und verbrachte mühelos Stunden damit, in die Welt der Linien und Bilder einzutauchen, als würde sie intuitiv spüren, dass man durch Kreativität mehr sagen kann als mit Worten. Ihre Hefte waren voller Skizzen und in ihren Träumen lebte sie für die Fliegerei. Nicole wollte Pilotin werden. Das war kein Hobby, keine Fantasie. Es war genau das Ziel, das sie verfolgte. Die Beziehungen in der Familie waren herzlich. Ihre Mutter Priscilla, eine junge und fürsorgliche Frau, sagte immer, dass sie stolz auf ihre Tochter sei. In den sozialen Netzwerken teilte sie oft Fotos mit Nicole und schrieb liebevoll und zärtlich über sie. Das Mädchen wurde häufig im Kreis ihrer Familie, ihrer Freunde und ihrer Klassenkameraden gesehen. Man beschrieb sie als gesellig, aufgeschlossen und aufrichtig. Als Mitte 2025 die Schulferien begannen, beschloss Nicole, zu ihren Großeltern nach Hortolândia zu fahren. Diese Stadt, etwa 200 Kilometer von Mococa entfernt, lockte sie nicht nur mit der Möglichkeit, sich zu erholen und die Umgebung zu wechseln, sondern auch mit dem Treffen mit einem Menschen, der für sie sehr wichtig geworden war. Enrique, ein 17-jähriger Junge aus Hortolândia, war für Nicole nicht nur ein alter Bekannter. Sie hatten zusammen die Grundschule besucht, als ihre Familie in dieser Stadt lebte. Auch nach Nicoles Umzug nach Mococa blieb der Kontakt bestehen. Sie schrieben sich Online-Nachrichten, aus denen sich allmählich eine Freundschaft und später tiefere Gefühle entwickelten. Etwa einen Monat vor den jüngsten tragischen Ereignissen begannen Nicole und Enrique sich zu treffen. Diese Fernbeziehung entwickelte sich ohne physischen Kontakt, aber mit einer starken emotionalen Bindung. Für Nicole war es die erste echte Liebe und sie nahm sie ernst. Die Kommunikation mit ihm belebte sie, gab ihr das Gefühl, gebraucht zu werden und auf etwas Besonderes zu warten. Als Teenager mit offenem Herzen bemerkte Nicole keine Warnsignale. Sie ahnte nicht, dass sich hinter ihren romantischen Erwartungen unreine Absichten verbargen, die weit von Aufrichtigkeit entfernt waren. Ihre Reise nach Hortolândia war nicht nur ein Familienbesuch. Das bevorstehende Treffen mit Enrique schien ihr ein Schritt in Richtung Erwachsenenleben zu sein, ein Zeichen von Unabhängigkeit. Sie konnte jedoch nicht ahnen, dass sich ihr Leben genau dort, inmitten der vertrauten Straßen ihrer Kindheit, für immer verändern würde. Enrique machte auf seine Umgebung einen zwiespältigen Eindruck. Seine Verwandten beschrieben ihn als ruhig und zurückhaltend, zugleich aber als verschlossen, von der Familie distanziert und nicht leicht im Umgang. Er nahm selten an Familienfeiern teil, hielt sich zurück und zog es selbst in kritischen Momenten, wie dem kürzlich erlittenen Herzinfarkt seines Vaters, vor, allein zu sein. Das wirkte beunruhigend, doch es gab keinen Anlass zur Sorge, bis es zu spät war. Er lebte mit seinem Vater in einem Haus in Hortolândia. Seine Mutter nahm nicht aktiv am Leben des Jungen teil. Das Haus, in dem sich die entscheidenden Ereignisse abspielten, unterschied sich auf den ersten Blick nicht von anderen. Hinter der gewöhnlichen Fassade verbarg sich jedoch ein Mensch mit einer beunruhigenden Vergangenheit. Verwandte erinnerten sich an eine Episode, in der Enrique die Hauskatze tötete, dies auf Video aufnahm und das Tier anschließend begrub. Diese Tatsache, die nur einem kleinen Kreis bekannt war, löste keine ernsthafte Reaktion aus, obwohl sie bereits damals auf beunruhigende Anzeichen von Grausamkeit und mangelndem Mitgefühl hindeutete.
Eine der auffälligsten Figuren in Enriques Umfeld war Evelyn, ein Mädchen in seinem Alter, mit dem er eine lange, aber äußerst instabile Beziehung hatte. Ihre Romanze dauerte etwa ein Jahr und war begleitet von ständigen Streitereien, Eifersuchtsszenen und abrupten Trennungen. Enriques Angehörige behaupteten, dass Evelyn aggressiv sei. Einer der eklatantesten Fälle ereignete sich, als sie mit einem Messer in der Hand über den Zaun von Enriques Haus kletterte und seinen Vater zum Eingreifen zwang. Trotz dieser Vorfälle nahm das Paar seine Beziehung regelmäßig wieder auf. Evelyns Charakter beunruhigte nicht nur Enriques Familie. In den sozialen Netzwerken zeigte sie Interesse an düsteren Themen, veröffentlichte Inhalte mit brutalen Elementen, benutzte Nicknames mit satanistischen Motiven und war Mitglied in Online-Gruppen mit beängstigenden Inhalten. Einige Nutzer gaben später an, dass sie in der virtuellen Welt mit ihrer Aggression konfrontiert waren, darunter auch Drohungen gegenüber anderen Mädchen, die Kontakt zu Enrique hatten. Die Beziehung zwischen Enrique und Evelyn hielt auch dann noch an, als er begann, sich mit Nicole zu treffen. Tatsächlich schien die Romanze mit Nicole nur ein Teil der Manipulation zu sein, ein Mittel, um die Eifersucht seiner Ex-Freundin zu wecken. Nicole wusste nicht, dass Evelyn die ganze Zeit über in Enriques Leben geblieben war und weiterhin Einfluss auf ihn ausübte. Die Situation um Enrique und Evelyn wurde immer giftiger. Nicole befand sich zwischen zwei Menschen, deren Beziehung längst über eine normale Teenager-Beziehung hinausging. Hinter Enriques äußerer Zurückhaltung verbarg sich eine psychisch labile und potenziell gefährliche Persönlichkeit, deren Handlungen letztendlich zu tragischen Folgen führten. Enrique schrieb in einem Briefwechsel mit einem seiner Freunde offen, dass er nur deshalb angefangen habe, sich mit Nicole zu treffen, weil er Evelyn auf einer Party mit einem anderen Jungen gesehen habe. Er bezeichnete Nicole als Fremde, empfand Abscheu gegenüber ihr und betonte, dass er schon beim Anblick von ihr Ekel empfinde. In einem seiner Briefe schrieb er wörtlich: „Ich empfand Abscheu, als ich sie ansah." In einer anderen Nachricht gestand er, dass er Evelyn zurückhaben wolle und sagte sogar: „Wenn sie es will, werde ich das Mädchen töten, das sie nicht liebt. Ich liebe sie auch nicht." Diese Aussage bezog sich auf Nicole. Diese Sätze zeigten nicht nur seine Geringschätzung für die Gefühle des Mädchens, sondern auch ein Maß an innerer Kälte, das schon damals über das normale Maß hinausging. All diese Worte schrieb er vor dem Verschwinden von Nicole. Sie beweisen, dass Enrique sie von Anfang an nicht als einen Menschen betrachtete, mit dem er eine Beziehung aufbauen wollte. Er sah in Nicole nur ein Instrument, ein Objekt zur Manipulation und nicht eine Persönlichkeit. Da er um ihre Gefühle und ihre Bereitschaft, zu ihm zu kommen, wusste, nutzte er ihr Vertrauen zynisch für seine hinterhältigen Zwecke aus. Aus Nicoles Sicht schien die Beziehung echt zu sein. Sie glaubte, dass es zwischen ihnen ernst war, dass er für sie dasselbe empfand wie sie für ihn. Als Enrique ihr vorschlug, sich zu treffen, hatte sie keine Zweifel. Sie ahnte nichts und konnte sich nicht einmal vorstellen, dass sie in Wirklichkeit nur ein vorübergehendes Bindeglied in der Beziehung zwischen Enrique und seiner Ex-Freundin war. Alles geschah vor dem Hintergrund seiner Versuche, Evelyn zurückzugewinnen. Er wollte das Mädchen um jeden Preis zurückhaben, selbst wenn dafür ein Hindernis beseitigt werden musste. Die Vermutung, dass Evelyn die Bedingung gestellt hatte, Nicole loszuwerden, kam später im Laufe der Ermittlungen auf. Aber die Logik der Korrespondenz und das Verhalten der Teenager deuteten darauf hin, dass eine solche Entwicklung durchaus möglich war. Der erste Besuch bei Enrique fand am Samstag, dem 12. Juli, statt. Nicole blieb bis Sonntag bei ihm. Doch gerade bei diesem ersten Treffen geschah etwas, womit sie nicht gerechnet hatte. Enrique teilte ihr mit, dass er die Beziehung nicht fortsetzen wolle. Er nannte keine Gründe, war aber kategorisch. Für Nicole war das ein schwerer Schlag. Ihre Gefühle waren aufrichtig und die Trennung kam unerwartet. Als sie zu ihrer Großmutter zurückkehrte, wirkte das Mädchen niedergeschlagen, ging aber nicht ins Detail. Niemand bemerkte besondere Anzeichen von Unruhe, obwohl sich Nicoles emotionaler Zustand verändert hatte. Trotz der Trennung brach sie den Kontakt zu Enrique nicht ab und hoffte weiterhin auf eine Wiederaufnahme der Beziehung. Genau das spielte eine entscheidende Rolle für das, was als nächstes geschah. Am Montag, dem 14. Juli, meldete Enrique sich erneut bei ihr, rief sie an und schlug ein Treffen vor.
Der Vorwand war angeblich der Versuch, sich zu erklären oder sogar wieder eine Beziehung aufzunehmen, doch in Wirklichkeit handelte es sich um eine im Voraus geplante Falle. Nach dem Gespräch teilte Nicole ihrer Großmutter sofort mit, dass sie Enrique noch einmal besuchen wolle. Da sie ihn bereits zuvor besucht hatte, gab es keine Einwände. Ihr Weggang erregte keinen Verdacht. Nicole verließ das Haus am Nachmittag, in der Erwartung, ein wenig Zeit bei ihm zu verbringen und am Abend zurückzukehren. Diesmal kam sie jedoch nicht zurück. Am Abend versuchte ihre Großmutter, ihre Enkelin zu erreichen, doch diese nahm ihre Anrufe nicht entgegen. Die erste Beunruhigung kam am nächsten Tag, als die Angehörigen begannen, Nicole anzurufen und sie nicht antwortete. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Enriques Vater am Tag des letzten Treffens am Nachmittag zu Hause war, aber behauptete, Nicole nicht gesehen zu haben. Seinen Worten zufolge kam sie höchstwahrscheinlich später, nachdem er zur Nachtschicht gegangen war. Als er am nächsten Morgen von der Arbeit zurückkam, war sein Sohn nicht zu Hause und es gab auch keine Anzeichen für die Anwesenheit von Gästen. Dies fiel mit dem Zeitpunkt zusammen, als Nicoles Familie bereits begann, sich Sorgen zu machen und erste Schritte zu ihrer Suche zu unternehmen. Enriques Verhalten nach dem Verschwinden des Mädchens weckte sofort Verdacht. Als Nicoles Verwandte begannen, nach ihr zu suchen und sich an ihn wandten, erklärte er, dass sie sich getrennt hätten und sie sein Haus verlassen habe. Auf alle präzisierenden Fragen antwortete er ausweichend, vermied Details und zeigte nicht das geringste Interesse am Schicksal seiner ehemaligen Freundin. Seine Geschichte wirkte unglaubwürdig. Wenn Nicole wirklich das Haus verlassen hatte, wohin war sie dann gegangen? Warum war sie nicht zurückgekommen? Warum hatte sie sich nicht gemeldet? Ihre Angehörigen begriffen schnell, dass Enriques Aussagen nicht mit Nicoles Verhalten und ihren Gewohnheiten übereinstimmten. Keiner ihrer Bekannten wusste von anderen Plänen. Alles deutete darauf hin, dass sie tatsächlich zu ihm gegangen war und niemand sie danach mehr gesehen hatte. Das Verschwinden war plötzlich und unerklärlich. Der einzige Mensch, der Klarheit hätte schaffen können, schwieg. Mehr noch, kurz nach Beginn der Suche verschwand Enrique selbst. Er nahm keine Anrufe mehr entgegen, erschien nicht mehr zu Hause und versicherte in den seltenen Fällen, in denen er ans Telefon ging, dass er wegen Drohungen weggegangen sei. Es sah nach einer Flucht aus. Und genau so bewerteten sowohl seine Verwandten als auch die Polizei sein Verhalten. Nicoles Großvater begab sich zur nächsten Polizeidienststelle in Horterland und meldete das Verschwinden seiner Enkelin offiziell. Die Mutter des Mädchens, Priscilla, startete eine aktive Kampagne in den sozialen Netzwerken und verbreitete Beiträge mit Fotos von Nicole Fernanda Poggiere und Bitten um Hilfe. Bekannte, Nachbarn und Freunde schlossen sich an. Die Nachricht von ihrem Verschwinden verbreitete sich schnell. Die Menschen begannen, die Beiträge zu teilen, nach Hinweisen zu suchen und Vermutungen anzustellen. Doch trotz aller Bemühungen gab es in den nächsten Tagen keine Neuigkeiten. Weder von Nicole noch von Personen, die sie gesehen haben könnten. Beunruhigende Signale kamen von Enriques Vater. Er gab zu, dass ihm bei der Durchsuchung des Hauses nach Nicoles Verschwinden einige Merkwürdigkeiten aufgefallen waren. Im Haus gab es Schmutzspuren, als wäre jemand nach dem Regen mit Schuhen von der Straße hereingekommen. Noch beunruhigender waren Flecken, die optisch wie Blut aussahen. Sie wurden im Wohnzimmer, in der Küche und im Badezimmer entdeckt. Zunächst versuchte der Vater selbst herauszufinden, was vor sich ging, und meldete den Vorfall nicht der Polizei, doch seine Versuche, seinen Sohn zu erreichen, blieben erfolglos. Enrique gab entweder vage Antworten oder ignorierte die Anrufe ganz. Bald darauf beschloss der Vater, sich an die Polizei zu wenden. Die Familie des Verdächtigen erkannte sofort, dass die Situation über einen gewöhnlichen Streit zwischen Teenagern hinausging. Sie versuchten nicht, die im Haus gefundenen Beweise zu verbergen. Mehr noch, sie bestanden darauf, dass das Haus von einer kriminaltechnischen Gruppe untersucht wurde. Sie erklärten offen, dass die gefundenen Spuren ihrer Meinung nach von Nicole stammen könnten. Enriques Verwandte versuchten nicht, etwas zu verbergen, rechtfertigten den Jungen nicht und behinderten die Ermittlungen nicht. Enriques Vater schrieb seinem Sohn weiterhin Briefe und versuchte ihn zu überzeugen, sich bei der Polizei zu melden und alles zu erklären. Aber die Briefe blieben unbeantwortet. Die einzige Reaktion, die er erhielt, kam am nächsten Tag. Darin behauptete Enrique, dass er unschuldig sei und nichts mit dem Verschwinden von Nicole zu tun habe.
In der Zwischenzeit wurde die Suche nach dem Mädchen fortgesetzt, doch sie tauchte nirgendwo auf. Es gab keine Bewegungen auf ihrer Bankkarte, keine Aktivitäten in sozialen Netzwerken, keine neuen Nachrichten oder Anrufe. Alles deutete darauf hin, dass das Verschwinden innerhalb kurzer Zeit unmittelbar nach dem Treffen mit Enrique stattgefunden hatte. Parallel dazu begann die Polizei, Bekannte und Verwandte sowohl von Nicole als auch von Enrique zur Befragung vorzuladen. Aus den Gesprächen mit den Angehörigen ergaben sich erste Vermutungen. Es wurde bekannt, dass ihre Liebesbeziehung erst vor kurzem begonnen hatte, etwa einen Monat gedauert hatte und dass Enrique zuvor mit einem Mädchen namens Evelyn zusammen gewesen war. Aufgrund dieser Informationen kam die Polizei zu dem Verdacht, dass Enrique zum Zeitpunkt von Nicoles Verschwinden gleichzeitig Kontakt zu 2 Mädchen hatte. Die Ermittlungen wurden so schnell wie möglich vorangetrieben, da jede Stunde ohne neue Erkenntnisse die Wahrscheinlichkeit eines tragischen Ausgangs erhöhte. Das Fehlen von Kameraaufnahmen, Zeugenaussagen von Passanten und Telefonsignalen erschwerte die Aufgabe erheblich. Erst nach einigen Tagen, als Spezialteams in die Ermittlungen einbezogen wurden und die ersten anonymen Hinweise eingingen, kam die Untersuchung auf eine neue Ebene. Nach Aussagen von Angehörigen befand sich zuvor ein Gartenwagen im Haus, der kurz nach dem Vorfall verschwand. Die Ermittler gingen davon aus, dass er zum Transport des Körpers zu dem Gewässer verwendet worden sein könnte. Außerdem stellte sich heraus, dass sich unweit des Hauses, in einer Entfernung von mindestens 500 Metern, eine kleine Lagune in der Nähe von Jardin-Mandé befindet. Am 18. Juli, 4 Tage nach Nicoles Verschwinden, begannen Mitarbeiter der Stadtpolizei zusammen mit einem Hundeführer und einem Hund namens Thor mit der Untersuchung des genannten Gebiets. Der Hund wurde mit Nicoles Kleidung an den Ort gebracht, um den Geruch aufzunehmen. Nach einigen Stunden der Suche gab er ein deutliches Zeichen am Ufer des Gewässers. An dieser Stelle wurde ein lebloser Körper gefunden, der in 2 einfache Decken und blaue Plastikfolie gewickelt war. Darauf lagen schwere Steine, vermutlich um den Körper zu beschweren und am Grund zu halten. Die Untersuchung ergab Spuren massiver Gewalt. Zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen, starke Verletzungen im Gesicht und am Körper, sowie abgetrennte Gliedmaßen, die nach Einschätzung der Experten bereits vor dem Ablegen des Körpers entfernt worden waren. Diese Verletzungen deuteten auf eine gezielte und äußerst grausame Vorgehensweise hin, deren Ziel es war, den Körper schwer zu entstellen. Zusätzlich wurde auf Nicoles Körper eine Inschrift hinterlassen. Auf ihrem Rücken fanden die Ermittler ein Buchstabenkürzel, die Abkürzung einer bekannten brasilianischen kriminellen Vereinigung. Dies führte zunächst zu Verwirrung hinsichtlich der möglichen Motive der Tat. Die Strafverfolgungsbehörden schlossen jedoch rasch einen Zusammenhang mit organisiertem Verbrechen aus. Es wurden keine Hinweise gefunden, die auf eine Beteiligung oder Interessen der kriminellen Unterwelt hindeuteten. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Inschrift gezielt angebracht worden war, um die Polizei zu täuschen und die Ermittlungen auf eine falsche Spur zu lenken. Die Identität der Verstorbenen wurde durch mehrere Faktoren bestätigt. Die Angehörigen erkannten eine schwarze Schnur, die Nicole stets um den Hals getragen hatte. Auch die körperlichen Merkmale stimmten überein. Die Familienangehörigen, darunter ihre Mutter und ihr Vater, wurden zum Fundort gerufen. Ihre emotionale Reaktion wurde von Zeugen und Journalisten festgehalten. Nach Angaben der Ermittler waren selbst erfahrene Ermittler von der Brutalität dieses Falls tief erschüttert. Die in Enriques Haus gesammelten Beweise, darunter die Überreste eines verbrannten Bettes, das im Hinterhof des Hauses gefunden wurde, Blutspuren, Schmutzspuren sowie das Verschwinden des Wagens und der verwendeten Decken aus dem Haushalt, deuteten auf einen direkten Zusammenhang zwischen dem Haus und dem Fundort des Körpers hin. Die Ermittler stellten eine vorläufige Version auf. Nicole Fernanda Pogere wurde im Haus getötet, danach wurde ihr Körper zerstückelt, in im Haus gefundene Materialien gewickelt, auf einen Wagen gelegt und zu einem Gewässer gebracht. Die Tatsache, dass das Verbrechen mit besonderer Grausamkeit begangen wurde und der Versuch, die Handlungen einer kriminellen Vereinigung nachzuahmen, bestätigten die Vorsätzlichkeit der Tat. Die Ermittler schlossen die Möglichkeit eines spontanen Konflikts aus. Nach der Entdeckung des Körpers von Nicole konzentrierten sich die Ermittler darauf, die genauen Umstände des Verbrechens aufzuklären. Zu diesem Zeitpunkt wurde Enrique bereits gesucht. Bei einer erneuten Durchsuchung des Hauses wurde eine elektrische Säge gefunden, die zum Zerteilen des Körpers verwendet worden sein könnte. Ihre Existenz wurde von Verwandten von Enrique bestätigt.
Außerdem wurden Kleidungsstücke mit bräunlichen Flecken gefunden, vermutlich Blut. All dies deutete darauf hin, dass das Verbrechen tatsächlich an diesem Ort stattgefunden hatte. Diese Beweise ergänzten die bereits bekannten Fakten und ermöglichten es den Ermittlern, eine schlüssige und bestätigte Version der Ereignisse zu erstellen. In dieser Phase der Ermittlungen tauchte eine weitere zentrale Person auf: Evelyn. Bis zu diesem Zeitpunkt war sie nicht als mögliche Tatbeteiligte in Betracht gezogen worden. Neue Aussagen und die Auswertung von Telefonverbindungen veränderten jedoch den Verlauf des Falles. Ein weiterer entscheidender Punkt war die Feststellung, dass am 15. Juli, also nach dem Tod von Nicole, von ihrem Telefon aus eine Nachricht an einen gemeinsamen Chat mit Freunden gesendet worden war. Auf den ersten Blick konnte dies den Eindruck erwecken, dass sie noch am Leben sei. Eine anschließende Untersuchung ergab jedoch, dass diese Nachricht nicht von ihr verfasst worden war. Sie wurde nach dem vermuteten Todeszeitpunkt von ihrem Gerät aus geschrieben und versendet. So wurde festgestellt, dass einer der Verdächtigen versucht hatte, Nicoles Aktivität in den Messengern vorzutäuschen, um ihr Umfeld in die Irre zu führen und den Beginn der eigentlichen Suche hinauszuzögern. Dieser Vorfall war für die Rekonstruktion der Ereignisse von erheblicher Bedeutung. Die Ermittler werteten ihn als Teil eines gezielten Plans zur Vertuschung des Verbrechens. Die Nutzung des Telefons der Getöteten und das Versenden einer Nachricht im Chat deuteten darauf hin, dass die Handlungen der Täter durchdacht waren und Elemente gezielter Desinformation enthielten. Die Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt festigten nicht nur die Beweise gegen Enrique, sondern rückten auch Evelyn zunehmend in den Mittelpunkt des Verdachts. Beide brachen den Kontakt ab. Ihr Aufenthaltsort war unbekannt. Das Verhalten der beiden, ihr Verschwinden, ihre widersprüchlichen Erklärungen und ihr Schweigen deuteten auf Schuldbewusstsein und die Absicht hin, sich zu verbergen. Mit jedem Tag nahm die Untersuchung mehr und mehr die Form eines geplanten vorsätzlichen Verbrechens an dem nicht nur eine, sondern zwei minderjährige Personen beteiligt waren. Nachdem das Verschwinden von Nicole offiziell registriert und ihr Körper gefunden worden war, konzentrierte sich die Untersuchung auf die gezielte Suche nach den Verdächtigen. Trotz der Versuche der Jugendlichen, die Illusion einer Flucht aufgrund äußerer Bedrohungen zu erzeugen, setzten die Einsatzkräfte die lokale Suche fort, ohne auszuschließen, dass sie sich in der Nähe des Tatorts aufhalten könnten. Diese Vermutung bestätigte sich am 20. Juli 2025. Am 6. Tag nach der Entdeckung des Körpers von Nicole machte sich die Polizei mit Unterstützung ihrer Kollegen aus dem Bundesstaat Paraná auf den Weg zu einer konkreten Adresse. In der Stadt Cornélio Procópio wurden sowohl Enrique als auch Evelyn festgenommen. Sie befanden sich in einem Haus, das der Großmutter eines der Jugendlichen gehörte. Die Verwandte hatte sie versteckt, ohne die Polizei zu informieren. Die Festnahme verlief ohne Widerstand. Die Jugendlichen wurden in Gewahrsam genommen und zum Verhör gebracht. In der ersten Phase gestanden beide ihre Beteiligung. Enrique bestätigte, dass er Nicole unter dem Vorwand eines Treffens in das Haus gelockt hatte und anschließend gemeinsam mit Evelyn an der Tat beteiligt war. Er gab außerdem an, dass er die Details im Voraus mit Evelyn besprochen hatte. Dazu gehörte nach seinen Aussagen auch die Absicht, die Situation mit Nicole endgültig zu beenden. Evelyn wusste den Ermittlungen zufolge nicht nur von den Plänen, sondern befand sich während der Tat im Haus. Die Ermittler gingen daher davon aus, dass die Handlungen koordiniert und gemeinschaftlich ausgeführt worden waren. Nach dem Geständnis und der Festnahme der Jugendlichen ging der Fall in die Phase der prozessualen Bewertung über. Die Polizei stufte den Vorfall als vorsätzliches Verbrechen mit erschwerenden Umständen ein, verbunden mit der Zerstückelung des Körpers, der Verschleierung von Beweisen und der Beteiligung mehrerer Personen. Trotz der Schwere des Verbrechens schränkte das Alter der Verdächtigen die Strafmaßnahmen im Rahmen der geltenden Gesetzgebung ein. Die Ermittler bestanden jedoch auf der maximal möglichen Haftdauer angesichts der Brutalität, der Organisation und der Zynik im Verhalten der Angeklagten. Am 20. Juli 2025 wurde Nicole Fernanda Pogere in ihrer Heimatstadt Macoca beigesetzt. Die Beerdigung verlief unter großer emotionaler Anspannung. Verwandte, Nachbarn, Freunde und sogar Fremde, die von dem Geschehenen erschüttert waren, versammelten sich auf dem Friedhof, um das Mädchen zu verabschieden, dessen Leben auf so grausame Weise beendet worden war. Ihre Mutter Priscilla stand unter tiefem Schock und gab am Tag der Beerdigung keine öffentlichen Erklärungen ab.
Später, als sie sich etwas erholt hatte, machte sie deutlich, dass sie kein Mitleid, sondern Gerechtigkeit wolle. Trotz der vollständigen Rekonstruktion des Verbrechens und der vorliegenden Geständnisse konnte das Gericht keine strafrechtliche Sanktion gegen die Angeklagten verhängen. Nach brasilianischem Recht sind junge Menschen unter 18 Jahren nicht nach dem Strafgesetzbuch strafbar. Stattdessen gilt für sie das Gesetz zum Schutz der Rechte von Minderjährigen. Es sieht als Höchstmaßnahme bis zu 3 Jahre Unterbringung in speziellen geschlossenen Einrichtungen vor, wobei die Haftbedingungen alle 6 Monate überprüft werden müssen. Nach ihrer Festnahme wurden die jugendlichen Straftäter in eine entsprechende Einrichtung gebracht, wo sie auf weitere Entscheidungen des Jugendrichters warten. Die erste Maßnahme, 45 Tage Unterbringung unter Aufsicht, wurde bereits bestätigt und kann in Zukunft auf insgesamt maximal 3 Jahre verlängert werden. Dies löste eine breite öffentliche Resonanz aus. Menschen in sozialen Netzwerken, lokale Journalisten, Aktivisten und sogar Vertreter der Behörden äußerten sich offen über die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahme im Verhältnis zum Ausmaß des Verbrechens. Dieser Fall wurde zu einem Beispiel für eine Situation, in der die humanistische Grundlage des Gesetzes mit den tatsächlichen Folgen der Tat in Konflikt gerät. Beobachter betonten, dass die Milde des Rechtssystems in solchen Situationen als Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern wahrgenommen werden kann. Der Name Nicole Fernanda Pogere wurde zum Symbol des Protests gegen Untätigkeit und Gleichgültigkeit. Die Medien berichten weiterhin über den Fall. Er wird in Schulen, Foren und gesetzgebenden Kommissionen diskutiert. Dieser Fall war für viele Menschen ein Wendepunkt, da sie erstmals mit der Realität konfrontiert wurden, dass Minderjährigkeit ein formaler Schutzschild vor schwerwiegender Verantwortung sein kann. Und obwohl das gerichtliche Urteil gesetzlich begrenzt ist, prägen das öffentliche Gedächtnis und der gesellschaftliche Druck weiterhin ein anderes moralisches Urteil, das diesen Fall noch lange begleiten wird. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Jessica und Mitesh Patel waren ein indisches Ehepaar, das in der Stadt Middlesbrough in der Grafschaft North Yorkshire im Bezirk Teesside im Nordosten Englands lebte. Die 34-jährige Jessica und der 37-jährige Mitesh kannten sich seit ihrer Kindheit und waren seit 9 Jahren verheiratet. Gemeinsam eröffneten sie eine Apotheke in der Nähe ihres Hauses. Jessica wollte schon immer Mutter werden, und die Heirat mit Mitesh schien ihr die beste Chance zu sein, ihren Traum zu verwirklichen, doch die Homosexualität ihres Partners führte letztlich zum Scheitern dieses Traums. Jessica Patel wurde in einer großen hinduistischen Gemeinde in Leeds, Yorkshire, im Norden Englands, geboren. Die hinduistische Gemeinschaft in Leeds, die 2005 gegründet wurde, um den Glauben und die Kultur ihrer Bürger zu unterstützen, hatte sich zum Ziel gesetzt, das Bewusstsein für den Hinduismus zu schärfen, ihn zu verherrlichen und Wissen darüber zu verbreiten. Die Hauptaufgabe der Gemeinschaft bestand darin, die hinduistische Dharma zu bewahren, zu schützen und zu fördern, mit anderen Worten die religiöse Pflicht zu erfüllen. Jessica war die älteste von 6 Geschwistern. Von 2002 bis 2003 studierte sie an der De Montfort University in Leicester, wo ihre Liebesgeschichte mit Mitesh begann, obwohl sich die beiden bereits seit ihrer Kindheit kannten. Als Kinder spielten sie zusammen und Mitesh wurde Jessicas erste große Liebe. Zunächst trafen sich die jungen Leute heimlich, ohne dass ihre Familien davon wussten. Später musste Jessica ihr Studium unterbrechen, um ihre Familie zu versorgen und sich um ihre Mutter zu kümmern, bei der Brustkrebs diagnostiziert worden war. In dieser für sie schwierigen Zeit entwickelte sich die Beziehung zu Mitesh weiter. Mitesh war ein freundlicher, geselliger junger Mann, der Jessica ständig mit Geschenken überraschte und sie mit Teddybären überschüttete. Er war es, der ihr während der Krankheit ihrer Mutter und nach deren Tod Trost spendete. Im Juli 2005 schloss Jessica ihr Studium an der De Montfort University ab und immatrikulierte sich bereits im folgenden Jahr im September 2006 an der University of Manchester, um Pharmazie zu studieren. Ein Studium, das sie 2010 abschloss. Im Jahr 2008 bat Mitesh Jessicas Vater um ihre Hand. Zunächst lehnte der Vater ab, da er der Meinung war, dass Mitesh nicht gut genug für seine Lieblingstochter sei.
Dann gab er jedoch seine Zustimmung, da er erkannte, dass Jessica trotz seiner Ablehnung nicht vorhatte, sich von ihrem Geliebten zu trennen. Schließlich heiratete das Paar im Juni 2009. Die prächtige Hochzeit fand im Garten des Familienanwesens in Leeds statt. Auf den Fotos von der Trauung ist die glückliche Braut zu sehen, die die Gäste mit einem atemberaubenden Sari blendete, einem traditionellen indischen Kleid, dessen Länge bis zu 8 Meter betragen kann. Das Kleid wird um die Taille gewickelt, sodass ein Ende über die Schulter fällt und der mittlere Teil des Bauches sichtbar bleibt. Das Sari gilt als Ikone der hinduistischen Kultur. Familie und Freunde beschreiben Jessica als selbstlose und freundliche junge Frau, die niemals jemandem etwas Böses getan hat. Einmal sagte sie zu ihrem Onkel, dass sie ihn von seinem Krebs heilen würde, wenn sie nur könnte. Jess, wie sie liebevoll genannt wurde, war immer geduldig und ruhig, und es war leicht, mit ihr zu lachen, weil sie einen ausgezeichneten Sinn für Humor hatte. Jessica glaubte an die Liebe und war eine Träumerin. Als Teenager sah sie sich zusammen mit einer ihrer Schwestern Dutzende von Bollywood-Filmen an und träumte davon, sich eines Tages zu verlieben und eine Familie zu gründen, ganz wie in den romantischen Geschichten, die sie auf der Leinwand sah. Tatsächlich wollte sie unbedingt Mutter werden, das war ihr sehnlichster Wunsch, und um ihn zu erfüllen, wählte sie Mitesh zum Ehemann. Die Familie sah, wie sehr Jessica sich von ihren anderen Schwestern unterschied. Sie war nicht nur äußerlich schön, sondern auch von selbstloser Seele. Jessica unterstützte alle um sie herum und schenkte den Menschen unübertroffene Güte und Großzügigkeit. Da sie das erste Kind ihrer Eltern war, war ihre Geburt für sie eine große Freude, und ihr bezauberndes Lächeln spiegelte ihre zarte und unschuldige Natur wider. Selbst in schwierigen Zeiten, als Jessica die Krankheit und den Tod ihrer Mutter durchlebte, schaffte sie es, durchzuhalten und verlor ihre Ambitionen nicht. Jessica gelang es, alle Hindernisse auf dem Weg zu ihrer Berufung, Apothekerin zu werden, zu überwinden. Ihre Kollegen sahen in ihr eine wertvolle medizinische Fachkraft, die die wahre Bedeutung ihrer Aufgaben verstand, Menschen zu helfen und die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Jessica und Mitesh lebten in der Stadt Halifax, nicht weit vom Haus der Eltern der jungen Frau und anderen Verwandten in Yorkshire und den Midlands entfernt. Im Jahr 2014 zogen sie nach Middlesbrough, einer Stadt, die mehr als 70 Kilometer von Jessicas herzlicher Familie entfernt lag. Im Februar 2010 erkrankte Jessicas Großvater schwer und wurde in ein Hospiz gebracht, wo er bald darauf verstarb. Während seiner letzten Tage musste die Familie ständig an seinem Bett Wache halten. Alle taten dies außer Jessica, die jedoch näher an dieser Einrichtung wohnte als die anderen und ihren Großvater dennoch nur flüchtig besuchte. Ihrer Schwester Minal gestand sie, dass Mitesh ihr nicht erlaubte, zu viel Zeit im Krankenhaus zu verbringen. Mehr noch, während eines Streits über die Besuche bei ihrem Großvater kam es sogar dazu, dass Mitesh Jessica eine Ohrfeige versetzte. Genau dieser Vorfall war der Ausgangspunkt für eine Reihe von Beleidigungen und Handgreiflichkeiten sowie für Würgegriffe und das Werfen verschiedener Gegenstände auf sie. Zu dieser Zeit arbeitete Jessica in einer Apotheke in Bradford, West Yorkshire. Dort vertraute sie einem Kollegen ihre Vermutungen über die sexuelle Orientierung ihres Mannes an. Ihr waren die langen Telefongespräche von Mitesh mit anderen Männern aufgefallen. Als sie einmal in den Urlaub fuhren, verbrachte er die ganze Nacht in Gesellschaft des Reiseleiters. In der Folge verließ Mitesh wiederholt das Ehebett, wenn einer seiner Freunde bei ihnen zu Hause blieb. Jessica teilte ihre Zweifel mit einer ihrer Cousinen. Sie erzählte ihr, dass ihr Mann jedes Mal, wenn er im Schlafzimmer telefonierte und sie ins Bett gehen wollte, sofort den Raum verließ und das Gespräch an einem anderen Ort fortsetzte. Manchmal war er bis 4 Uhr morgens weg. Während Jessica im Dezember 2012 mit ihrer Familie im Urlaub war, entdeckte ihre jüngere Schwester Divya in Miteshs Telefon eine Unterhaltung mit einem Mann, in der sie den Satz „Ich liebe dich auch“ fand. Es war völlig offensichtlich, dass es sich um eine gegenseitige Liebeserklärung handelte. Jessica weigerte sich, das zu glauben. Sie war fest entschlossen, ihre Ehe trotz der Informationen, die ihr vor Augen geführt worden waren, zu retten. Da Jessica das Passwort für Miteshs Handy nicht kannte und er es nie aus der Hand legte, gelang es ihr nicht herauszufinden, mit wem er sprach.
Das Einzige, was Jessica wagte, war, die Angelegenheit mit Miteshs Bruder zu besprechen. Das Gespräch führte zu einer Familienversammlung, bei der kein Wort über Miteshs sexuelle Orientierung verloren wurde. Mehr noch, Jessica selbst bekam es zu spüren. Sie wurde für die Probleme in ihrer Ehe verantwortlich gemacht. Unterdessen zerstörte die Realität weiterhin gnadenlos Jessicas Träume vom Glück. Laut ihrem Cousin wurde ihr plötzlich klar, dass sie und ihr Mann in den letzten 10 Monaten kein einziges Mal intim miteinander gewesen waren. Zu diesem Zeitpunkt dachte keiner von beiden, dass diese Phase der Enthaltsamkeit über Jahre andauern würde. Im April 2015 mieteten Jessica und Mitesh die Apotheke Roman Road in Middlesbrough. Und bereits im folgenden Jahr, 2016, zogen die Eheleute in den Vorort Linda, wo sie ein Haus kauften und renovierten. Jessicas Wunsch, Mutter zu werden, war trotz allem nicht verschwunden. Nach 6 Jahren Ehe, in der es fast keine Intimität gab, entschied sie sich im Oktober 2015 für eine künstliche Befruchtung, da eine natürliche Empfängnis nicht in Frage kam und die Beziehung zu Mitesh immer angespannter wurde. Im April 2016 wandte sich Jessica an Ärzte. Sie klagte über Nervosität und regelmäßige Panikattacken, woraufhin der Arzt sie zu einer kognitiven Therapie schickte. Bei Jessicas nächstem Besuch in der Klinik im September 2016 verschrieb ihr der Arzt Antidepressiva. Sie träumte immer noch davon, Mutter zu werden, obwohl sie erneut kompromittierende Nachrichten und Fotos auf Miteshs Handy gefunden hatte. Mitesh selbst kommunizierte stundenlang mit Nutzern einer Dating-App für Schwule und Bisexuelle. Es war das Jahr 2017, als Jessica beschloss, mit ihrem Mann zu sprechen und ihm zu helfen, seine Homosexualität zu akzeptieren. In einer schriftlichen Nachricht bat sie ihn, ehrlich zu sein und versprach, ihm alles zu vergeben. Doch Mitesh begann, die Vorwürfe zurückzuweisen und behauptete, er habe nichts Falsches getan. Außerdem versicherte er Jessica, dass er sie liebe, dass sie die einzige in seinem Leben sei und dass er für immer mit ihr zusammenbleiben wolle. Jessica schlug daraufhin vor, die Vorbereitungen für die IVF abzubrechen, doch Mitesh lehnte diese Idee kategorisch ab. Es kam sogar so weit, dass ihr Mann ihr mit Scheidung drohte, falls die künstliche Befruchtung abgebrochen würde. Das Ehepaar setzte die Therapie in der Fertilitätsklinik des James Cook University Hospital fort, wohin sie von ihrem Familientherapeuten überwiesen worden waren. Parallel zu Jessicas Versuchen, schwanger zu werden, nutzte Mitesh die Apotheke, in der er zusammen mit seiner Frau arbeitete, für seine romantischen Treffen. Er küsste seine Geliebte leidenschaftlich, während die Videokameras ausgeschaltet waren, buchstäblich direkt hinter dem Rücken seiner Frau. Außerdem nahm Mitesh Medikamente ein, um die Anzahl seiner Spermien zu verringern, sodass Jessica unter keinen Umständen auf natürliche Weise schwanger werden konnte. Mitesh machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für Jessica. Während der Arbeitszeit in der Apotheke schrie er sie in Anwesenheit von Kunden und Mitarbeitern ungeniert an und beleidigte sie, was sie zu Tränen rührte. Er ließ sich gehen, schlug mit den Türen, warf mit Gegenständen um sich und trat gegen die Vitrinen mit zerbrechlichen Fläschchen in der Praxis. Einmal bemerkte einer der Apothekenmitarbeiter, dass Jessica humpelte und fragte sie, was ihr passiert sei. Sie antwortete, dass sie einen blauen Fleck am Bein habe. Einige Tage zuvor hatte Mitesh einem der Mitarbeiter gestanden, dass er seine Frau mit einem Handy beworfen und ihr dabei das Bein verletzt hatte. Außerdem hatte er gelogen, dass Jessica mit Zwillingen schwanger gewesen sei, jedoch eine Fehlgeburt erlitten habe. In der Zwischenzeit sprach Jessica immer weniger über ihre Probleme und wirkte verängstigt, wenn es um ihre Ehe ging. Trotzdem erzählte sie ihrer jüngeren Schwester, dass sogar Miteshs Mutter begonnen hatte, sie offen zu beleidigen. Dann gestand sie ihrem Onkel, dass ihre Beziehung zu Mitesh freudlos war und sie nicht glücklich sei. Dabei bat sie ihn, ihrem Vater nichts von ihrem Geständnis zu erzählen und fügte hinzu, dass sie daran arbeite, ihre Ehe zu stärken und auf Besserung hoffe. Die 4. und letzte IVF-Behandlung im Mai 2018 war erfolgreich. Insgesamt wurden 3 Embryonen befruchtet und im Juni stand Jessica die Implantation bevor. Voller Glück teilte Jessica die frohe Botschaft mit ihrer Familie. Endlich ging ihr Traum, Mutter zu werden, in Erfüllung. Jessicas Traum wurde in der Nacht zum Montag, dem 14. Mai 2018, zum Albtraum. Jessica und Mitesh waren gerade aus ihrem Urlaub auf Fuerteventura zurückgekehrt,
der zweitgrößten Insel der Kanarischen Inselgruppe im Atlantik, etwa 100 Kilometer vor der Nordküste Afrikas. Alles geschah bereits am Tag nach ihrer Rückkehr von der Reise. Jessica war auf dem Weg nach Hause von ihrer üblichen Schicht in der Apotheke. Es war etwa 19:10 Uhr. Die junge Frau wurde genau in dem Moment angegriffen, als sie die Schwelle ihres Hauses überschritt. Der Angreifer war keineswegs ein Einbrecher, der sich Zugang zum Haus verschafft hatte. Es war Mitesh. Er griff nach einer Spritze und injizierte Jessica eine Dosis Insulin. Dann begann er, sie mit einer Plastiktüte aus dem Supermarkt Tesco zu würgen. Er wickelte die Plastiktüte fest um ihren Hals und würgte Jessica so stark, dass er ihr die Kehlkopfknochen brach. Obwohl sie sich wehrte und mit ihren Fingernägeln an Miteshs Hals kratzte, starb sie innerhalb von 20 Minuten nach Beginn des Angriffs. Einige Minuten nach dem Mord fesselte Mitesh die Hände und Füße seines Opfers mit Klebeband und begann, Jessicas Sachen auf dem Boden zu verstreuen. Mit Hilfe des Chaos in der Wohnung versuchte er, einen Einbruch vorzutäuschen. Nachdem er damit fertig war, bestellte Mitesh eine Pizza zum Mitnehmen in einem Restaurant in der Nähe seines Hauses. Er fuhr mit seinem Auto zum Restaurant und stellte sicher, dass es im Blickfeld der Überwachungskameras war, um sich ein Alibi zu verschaffen. Während er im Auto saß, schrieb er Jessica eine Nachricht, dass er Pizza kaufen gegangen sei. Anschließend kehrte Mitesh nach Hause zurück und wählte um 20:22 Uhr die britische Notrufnummer 999. Er berichtete dem Telefonisten aufgeregt, dass jemand in sein Haus eingebrochen sei, um es auszurauben, dass seine Frau verletzt sei und bewusstlos auf dem Boden liege, mit Klebeband an Händen und Füßen gefesselt. Als Jessicas Familie 2 Tage nach dem Mord am Tatort eintraf, ahnte sie jedoch nicht, dass Mitesh der Mörder war. Jessicas Schwester Minal bot dem Witwer Trost an. Sie setzte sich neben ihn auf das Sofa, nahm seine Hand und umarmte ihn. Ohne zu zögern legte er seinen Kopf an ihre Schulter, um zu zeigen, wie sehr er um den Tod seiner Frau trauerte. Niemand konnte ahnen, dass der leidende Mitesh der Mörder von Jessica war. Die einzigen, die sich nicht so leicht täuschen ließen, waren die Polizisten, die sofort mit den Ermittlungen begannen. Obwohl Mitesh auf Einbruch und Raub bestand, fand die Polizei dafür keine Beweise. Außerdem zeigten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras eindeutig, dass Jessica und Mitesh die einzigen waren, die in dieser Nacht das Haus betreten hatten. Als die Beamten Mitesh nach den Kratzern an seinem Hals fragten, antwortete er ihnen, dass diese durch einen Unfall beim Training im Fitnessstudio verursacht worden seien. Die Polizei von Cleveland fand 4 Insulinspritzen in einer Laptoptasche, die Mitesh gehörte. Eine dieser Spritzen war leer. Außerdem fanden die Ermittler Klebeband, das identisch mit dem war, mit dem Jessicas Hände und Füße gefesselt worden waren. Ein weiterer wichtiger Durchbruch in dem Fall war die Analyse der Gesundheits-App auf dem iPhone, die Mitesh und Jessica auf ihren Mobiltelefonen installiert hatten, um ihre Gesundheit zu überwachen. Mithilfe der App lassen sich detaillierte Informationen über die körperliche Aktivität des Benutzers während des Tages nachvollziehen, insbesondere über die Anzahl der zurückgelegten Schritte. Die App zeichnete Miteshs Bewegungen im Haus auf, wie er mehrfach die Treppe hinauf und hinunter lief und von einem Zimmer zum anderen eilte. Im gleichen Zeitraum verzeichnete die App auf Jessicas Handy keinerlei Aktivität. Der Grund dafür war, dass Mitesh zu diesem Zeitpunkt das Haus durchsuchte, um den Eindruck eines Einbruchs zu erwecken. Erst nach Jessicas Tod registrierte seine App exakt 14 Schritte. Dies geschah in dem Moment, als Mitesh ihr das Telefon wegnahm und es in der Nähe des Hauses wegwarf. Er wollte den Ermittlern den Eindruck vermitteln, dass ein unbekannter Täter es bei seiner Flucht verloren habe. 3 Tage nach Jessicas Tod wurde Mitesh verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Während des Verhörs sagte der Täter den Polizisten, dass er nicht versucht habe, sie künstlich zu beatmen, weil er verwirrt gewesen sei und in Panik geraten sei. Die Ermittler untersuchten Miteshs Suchaktivitäten bei Google in den Wochen vor dem Angriff. Es stellte sich heraus, dass das Verbrechen keineswegs das Ergebnis eines außer Kontrolle geratenen Streits mit Jessica war. Im Gegenteil, Mitesh hatte die Tat über mehrere Monate hinweg vorbereitet. In der Internetsuchmaschine gab Mitesh Suchanfragen wie: Können 3 Milliliter Insulin einen Menschen töten? Wie erstellt man ein forensisch-medizinisches Gutachten? Hinduistische Beerdigung der ermordeten Ehefrau und Haus in Australien kaufen ein. Warum er nach einem Haus in Australien suchte
wurde später klar. Es stellte sich heraus, dass Mitesh bereits 2 Jahre nach seiner Heirat begann, ein Doppelleben mit seinem Geliebten namens Omid Patol zu führen. Sie lernten sich über eine Dating-App kennen. Doch im Jahr 2016 wanderte Omid nach Australien aus. Von diesem Moment an begann Mitesh davon zu träumen, nach Sydney zu seinem Freund zu ziehen, den er als seinen Seelenverwandten betrachtete. Einmal ging Omid sogar so weit, dass er in Anwesenheit von Jessica bei Mitesh übernachtete. Miteshs Bindung zu diesem Mann war so stark, dass er plante, Jessicas eingefrorene Embryonen zu verwenden, um mit Omid ein Kind zu zeugen, wobei er ihm von Jessicas künstlicher Befruchtung erzählte. Geld stellte für Mitesh kein Hindernis dar, da er dank der Versicherungspolice seiner Frau fast 3 Millionen Dollar erhalten würde. Nach einem 2-wöchigen Prozess vor dem Royal Court of Justice in Den Haag wurde Mitesh des Mordes für schuldig befunden. Er wurde zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 30 Jahren verurteilt. Bei der Urteilsverkündung erklärte der Richter, dass der Mord an Jessica ein besonders brutaler Angriff auf eine ruhige und sanftmütige Frau gewesen sei, die trotz des Verhaltens ihres Mannes versucht habe, ihre Ehe zu retten und an diese geglaubt habe. Der Richter sagte Mitesh außerdem, dass er keine echte Reue in seinen Handlungen erkenne und dass dieser ausschließlich Mitleid mit sich selbst zeige. Jessicas Schwester erklärte, dass das Bewusstsein darüber, in welche Falle Mitesh Jessica bewusst gelockt hatte, der zerstörerischste Teil der gesamten Ereignisse gewesen sei. Zunächst hatte er ihre Liebe gewonnen, weil er jemanden brauchte, der ihm half, allen zu beweisen, dass er sich nicht von der Mehrheit unterschied und ein scheinbar normales Leben führte. Er benutzte Jessica, um seine Homosexualität zu verbergen, was letztlich zu ihrem Tod führte. Jessicas Ermordung und die Geschichte der häuslichen Gewalt, unter der sie über Jahre gelitten hatte, veranlassten die Middlesbrough Community Safety Partnership, einen Untersuchungsbericht anzufordern. Auf Anweisung des Innenministeriums forderten die Mitglieder der Partnerschaft eine Untersuchung der Wirksamkeit der Informationen, die den Bürgern in Fragen der häuslichen Gewalt zur Verfügung gestellt werden. In dem Antrag wurde darauf hingewiesen, dass Menschen die Möglichkeit haben müssen, auch anonym Alarm zu schlagen, wenn es um die Gefahr für ihr Leben oder die Sicherheit ihrer Angehörigen geht. Dem Bericht zufolge sollten Familienangehörige, Freunde oder Kollegen, die über einzelne Hinweise auf das Leiden eines Opfers verfügen, diese weitergeben. Dies sollte auch dann geschehen, wenn die Anhaltspunkte auf den ersten Blick geringfügig erscheinen und es keine eindeutigen Gründe zur unmittelbaren Besorgnis gibt. Zusammengenommen können solche Meldungen Einfluss auf den Verlauf der Ereignisse nehmen und dazu beitragen, dass langanhaltende Misshandlungen, unter denen ein Opfer über Jahre leidet, ein Ende finden. In einem Bericht der Middlesbrough Community Safety Partnership kam man zu dem Schluss, dass Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, häufiger unter psychischen Belastungen leiden. Gleichzeitig werden Frauen mit psychischen Problemen überdurchschnittlich oft erneut Opfer häuslicher Gewalt. Der Präsident der Middlesbrough Community Safety Partnership erklärte seinerseits, dass Jessica zwar keine Gewalt durch ihren Ehemann gemeldet habe, diese Geschichte jedoch eine eindringliche Warnung für alle sei. Nun müsse sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene noch viel getan werden, um Opfer häuslicher Gewalt besser zu unterstützen, insbesondere innerhalb schwarzer, asiatischer und anderer ethnischer Minderheitengruppen. Auch Jessicas Familie äußerte sich während des Urteilsverkündungsprozesses. Es wurde erklärt, dass solche erschütternden Taten weniger häufig wären, wenn Menschen ihre Augen öffnen, lernen würden, Fragen zu stellen und aufhörten, blind darauf zu vertrauen, dass alles in Ordnung sei. Was den Antrag der Middlesbrough Community Safety Partnership betrifft, so äußerte Jessicas Familie die Hoffnung, dass er dazu beitragen werde, unterschiedliche Formen und frühe Anzeichen von Gewalt besser zu erkennen und alle Hürden für Menschen abzubauen, die Hilfe suchen. Auch wenn die Verhandlung für sie ein äußerst schmerzhafter Prozess gewesen sei, habe sie dennoch jenen eine Stimme gegeben, die möglicherweise im Stillen leiden. Nach den Worten von Jessicas Familie sei ein weiterer Engel aus dem Leben geschieden. Die Welt stehe weiterhin am Abgrund. Die Familie erkannte, dass der Verlust von Jessica sie zutiefst erschüttert hatte, da der Mann, den sie in ihr Haus aufgenommen hatten und er versprochen hatte, für sie zu sorgen und sie zu beschützen, sie selbst verraten und ihr Leben genommen hatte.
Laut einem Bericht der Middlesbrough Public Safety Association stellte Jessicas Ermordung eine Konfrontation mit tief verwurzelten kulturellen Vorstellungen von Sexualität in Indien dar. Für Mitesh war Homosexualität nie ein triftiger Grund für eine Trennung. Er zog es vor, seine Frau leiden zu lassen, um sein gesellschaftliches Ansehen zu wahren. Die indische Gesellschaft ist bis heute nicht vollständig bereit, die sexuelle Orientierung von Menschen aus der Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und Transgender zu akzeptieren. Häufig sehen sich Betroffene mit Ausgrenzung, Einschüchterung oder familiärer Ablehnung konfrontiert. Um sozialer Stigmatisierung und Gewalt zu entgehen, verbergen manche ihre wahre Identität und gehen formelle Ehen ein, in denen ihnen emotionale und körperliche Nähe verwehrt bleibt. In besonders schweren Fällen ziehen sich Betroffene vollständig aus dem sozialen Leben zurück oder nehmen sich das Leben. Bis heute existieren in einigen konservativen Milieus Vorstellungen sogenannter korrigierender Maßnahmen, bei denen schwere Übergriffe als angebliches Mittel zur Veränderung der sexuellen Orientierung dargestellt werden. Vor 4 Jahrzehnten galten homosexuelle Menschen in Indien weithin als krankhaft und sogenannte Konversionstherapien wurden als vermeintliche Behandlung propagiert. Dabei kamen Methoden zum Einsatz, die darauf abzielten, durch Zwang und Abschreckung Verhaltensänderungen herbeizuführen. Stanley Kubricks Film A Clockwork Orange dient als eindrückliches Beispiel dafür, dass Eingriffe aus der Verhaltenspsychologie nicht in der Lage sind, das Wesen eines Menschen nachhaltig zu verändern, zumindest nicht in der Weise, wie es gesellschaftliche Erwartungen oft verlangen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.